So, das war der erste Publikumsstart einer Beluga-Maschine bei uns im Miniaturwunderland. Damit herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Gerrits Tagebuch. Sie dreht sich nämlich mal wieder um Flugzeuge. Schon vor 13 Jahren, als die Planungen für den Flughafen losgingen, wollten wir eigentlich die Beluga fliegen. Das ist das große Transportflugzeug von Airbus, womit sie zwischen Toulouse, England und Hamburg die Teile hin und her bringen, sodass es diese Convention schön geben kann. Aber es ging nicht, weil wir wollten Schloss Neuschwanstein bauen. Und Schloss Neuschwanstein hat sozusagen genau den Platz eingenommen, den die Airbus-Werke hätten haben können. Das wäre dann die Verlängerung hier von der Lufthansa-Technik. Danach wären die Airbus-Werke gekommen. Deswegen haben wir gesagt, Airbus-Werke oder Schloss Neuschwanstein, sehr schwere Entscheidung. Schloss Neuschwanstein hat ganz knapp gewonnen. Also haben wir Schloss Neuschwanstein gebaut und damit die Beluga gestrichen. Schweren Herzens. Viele Gäste, viele von euch haben geschrieben, ihr möchtet dieses Flugzeug haben. Ich wollte es haben, das Team will es haben, aber wir haben immer gesagt, es ist nicht realistisch. Dann kam die Beluga XL. Das setzt dann noch mal einen oben drauf. Und dann haben wir uns irgendwann besonnen und haben gesagt, eigentlich sind wir doch das Wunderland. Ein bisschen Freiheitsgrad wird erlaubt sein. Wir finden schon eine technische Lösung mit den Airbus-Werken zusammen. Da gab es eine super Kooperation. Wir haben es lange besprochen, wie könnte man das denn machen, dass das trotzdem einigermaßen realistisch ist. Wie können wir das hier mit den Pushbackern machen? Und das ist jetzt soweit. Wir hatten heute den Jungfernflug der neuen Beluga XL und ich zeige euch jetzt mal, wie sie entstanden ist. Viel Spaß dabei. Wir stehen jetzt bei Sascha und das ist fast dein 50. Flugzeug, was du beläutest. Ne? Genau. Millennium Falcon war wahrscheinlich die heftigste Herausforderung und gleichzeitig auch das kreativste und lustigste, weil da konnte man machen, was man wollte. Hier nicht ganz. Aber ist das so Business as usual oder nein, ist der nicht. besonders? Nein, in diesem Fall nicht, weil es ist der Airbus Beluga XL. Der hat ja gewisse Besonderheiten, wie zum Beispiel, dass das Taxi- und Runway-Turn-off-Light halt nicht direkt vor dem Fahrwerk sich befindet, sondern halt eigentlich links und rechts in den Landeklappen. Und in diesem Falle mussten wir dann auch das ein bisschen versetzt anbringen, damit wir überhaupt das runterbekommen. Ja, ich bin gespannt, ob das hält. Ob du den nicht irgendwann wieder kriegst zum Reparieren. Ja, dann werde ich das halt wieder. Aber sieht cool aus. Ne? Gut. Und im Endeffekt ist ja einiges anders. Ich habe ja auch schon gemerkt, Pushback klappt nicht. Ich bin ganz erschrocken gewesen. Also dieser normale Ablauf, wie ich ihn am Flughafen kenne, klappt da gar nicht, weil der Pushbacker gar nicht unter die Nase passt. Aber da suche ich eine Lösung. Die Beleuchtung ist die gleiche ungefähr. Also es gibt Logo, gibt's Logolight bei dem? Es gibt auf jeden Fall eine Logolight. Sie ist im Prinzip genau wie bei jedem anderen Flieger auch halt, der vom Airbus produziert wurde. Und ich sehe, ihr habt die wirklich durch den 3D-Druck wahrscheinlich perfekt verlegen können. Ne? Die konnten wir diesmal perfekt verlegen. Cool. Ja. Da würde ich sagen, ich mache mal das Licht an und du machst es. Ich mache es aus, du machst es an. So. Und dann mal anschalten. Und wie man sieht. Wunderbar. Naja, aber was ich natürlich wieder als erstes sehe, aber das ist gar nicht dein Ding, sondern das ist mein Ding. Airbus-Maschinen haben Doppelblitz. Beide Tragflächen gleichzeitig und der hintere ist dann einfach auf den ersten Blitz hier. Das passt auch gerade noch nicht. Das muss ich noch umprogrammieren, aber das mache ich. Dann würde ich sagen, darf ich haben? Ja, bitte Dann sehr. schnappe ich mir nämlich Arne und dann werden wir den morgen mal testen. Danke. Oh, bitte. Oh Gott, seit 3 Jahren wird kein neues Flugzeug eingerichtet. Ja, wird mal wieder Zeit, ne? Ja, allerdings. Vor allen Dingen ist es somit das Schönste eigentlich, ne? Ein neues Richtig. Flugzeug in Betrieb nehmen. Aber, So. weißt du was, ich fahre dir mal eben die Stangen aus.
Lieber vorsichtig oder? Nein, nein, kannst mit Vollgas. Dann sage ich ihm jetzt mal Stangen einfädeln für Start. Und ein verkürzter Trockenstart. Nothalt ist. Das sah schon super aus. Also War da schon bin nicht ich schlecht, gerade ja. ein bisschen zufrieden, dass das so ein... Ein bisschen zufrieden? Ja, dass Ich das, bin ein ja, bisschen weil, glücklich, das so, dass der nicht runtergefallen ist. weil man mittlerweile die Maße kennt. Ja, die Maße kennt, also das sah gar nicht schlecht aus. Das Einzige, ob der auch wirklich ein bisschen Schlupf hat nachher. Ne? Also sprich, Ja, gut, ob das können wir so nicht das sehen. ist, dadurch, dass jetzt die Trichter sehr weit vorne sind, haben wir nicht die übliche Situation, dass hier das Fahrwerk ist, ein Trichter und ich eigentlich das Flugzeug so kippel, sondern da sind jetzt beide Trichter vor dem Hauptfahrwerk. Das heißt, ein Anstellwinkelveränderung funktioniert nicht so, sondern funktioniert eigentlich so. Das heißt, indem ich muss immer die hintere Stange mitziehen. Das ist ein komplett anderer Algorithmus. Den haben wir bei der A380 eigentlich nur. Deswegen habe ich von da auch die Datensätze genommen. Aber da ist es jetzt nicht so leicht zu sagen, der soll nach dem Start einmal kurz das Heck ein bisschen runterdrücken, damit er diesen Schluff kriegt. Was sagst du denn zu dem Winkel generell? Der war ziemlich steil. Ich mache den nur 0,1 mm pro Sekunde die Nasenhebegeschwindigkeit mal schneller. Also der hinteren Stange verrate ich sozusagen nicht, dass ich das getan habe. Das kann also dazu führen, dass das klappt, was wir vorhaben, aber danach der Anstellwinkel zu steil wird. Um das nochmal deutlicher zu haben, habe ich sie jetzt um 0,3 Millimeter pro Sekunde erhöht. Zack, jetzt geht sie in Nothalt. Aber eigentlich ist das besser. Ich verkürze die Einfädelzeit der hinteren Stange um 30 Millisekunden. Tu so einfach, als würdest du dir das alles merken. Aber ich erzähle dir das ja deswegen, weil etwa in 30 bis 40 Jahren will ich das irgendwann nicht mehr machen und dann kannst du das machen. Ich will nicht böse sein, aber in 30 bis 40 Jahren sehe ich mich aktuell, glaube ich, nicht mehr hier. Du weißt, dass ich auch schon über 30 bin, ja? Arne, du siehst aber gar nicht so aus. Danke. Nee, das stimmt was nicht. Habe ich mir schon gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Er möchte halt gerne ein Wal sein. Ich komme mit der hinteren Stange noch mal ein bisschen früher. Also ich hatte den Fall ja noch nicht so mit den beiden Stangen davor und gleichzeitig jetzt die Nase und das Heck durchrutschen lassen zu wollen. Deswegen muss ich tatsächlich kurz mal überlegen, ob ich eventuell die Software anpassen muss, um das jetzt auch zu können. Das ist jetzt ein bisschen risky, aber mal gucken. Weil eigentlich ist es gegen den Sinn des Systems. Wer kennt eigentlich die Airbus-Menschen? Kennst du die? Nein. Weil ich irgendwie eine witzige Idee hätte. Welche witzige Idee? Sagt, man könnte zur Überraschung, wenn sie versteckt ist in der Tarnung, dass man sie wie so ein Flipper durch die Tarnung durchfliegen und mit diesem Geräusch. Kann ich programmieren, glaube ich. I think something went wrong. Die vordere Stange geht jetzt 2 Sekunden später hoch, ja? Und die hintere nicht. Die hintere nicht. Na toll. Das Risiko ist, dass er jetzt mit dem Popo gegen die untere Fensterkante fliegt. 50 cm davor habe ich damals programmiert, muss der Popo schon hoch genug sein, um nicht gegen das Fenster zu knallen. Sonst mache ich Nothalt, weil ich kann ja nicht wissen, ob er wirklich hoch geht. Richtig. Ja. Dann mach aus den 2 Sekunden eine. Ja, wir tasten uns ran. Ich habe aus den 2 Sekunden 1,5 gemacht. Willkommen in der Mitte des Films. Oben haben wir den Start gerade fertig gemacht. Bevor wir jetzt die Landung weitermachen, bin ich mal eben schnell einmal zu Hendrik, weil die Klappe, die kann ich oben am Flughafen noch nicht bedienen, weil das Flugzeug sozusagen noch nicht über Infrarot steuerbar ist. Aber ich will sie mal sehen, ich will sie euch zeigen, weil die Klappe ist echt cool geworden. Die große Klappe von Hendrik. Genau.
Hier war auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dadurch, dass er wirklich hier oben über 90 Grad dreht, verändert sich hier unten der Drehpunkt. Und dann haben wir eine Mechanik gemacht, die rausfährt und gleichzeitig auch nach unten ist. Musst du gleich nochmal im Detail zeigen. Aber da sieht man nämlich auch die Wandstärke hier von dem Rumpf. Das ist nämlich ganz neu, weil unsere Flugzeuge sonst, hier steckt da auch schon viel Arbeit drin, immer so aussahen, mit so einer dicken Wandstärke. Weil das sind Gussmodelle gewesen. Und hier hast du dich das erste Mal getraut, dass ihr den gedruckt habt. Genau. Mit PA12. PA12, genau. Und Erfahrung? Eigentlich ganz gut, ja. Hätten vielleicht die Datei Form wegschicken, Form drucken, ein bisschen mehr überarbeiten müssen. Dann wäre das wahrscheinlich alles noch schneller gegangen. Wunderbar. Also, drucken, unser erstes gedrucktes Flugzeug, ist viel leichter, Wandstärken sind geringer, man kann es etwas filigraner darstellen. Es ist viel mehr Handarbeit hinterher, das zu schleifen. Ich habe euch irgendwie tagelang gefühlt schleifen gesehen. Aber es ist die Zukunft und das ist sozusagen unser erster Test. Ich gehe mal landen. Das freut mich gerade total, weil Ich muss lediglich gestehen, ich habe keine Ahnung, wie so eine Beluga landet. Aber die war nicht optimal. Aber wenn ich den jetzt nehmen würde, ja, dann würde schon keiner mehr motzen. richtig. Und das ist natürlich eine gute Basis. Tschüss. Also wenn wir jetzt alle sagen, yes, dann drehen wir sie noch einmal um, lassen sie von da landen und dann können die Gäste schnell rein. System behauptet landebereit. Anna sagt auch gut. Arne sagt auch gut. Dann kannst du dich ja mal auf den Aufsetzpunkt stellen. Sieht ganz nett aus. Ich wollte gerade sagen, ich finde es nett. Ja. Okay. Sehr gut. Durchstarte Variante Nummer 1. Auf der Stelle sicherheitshalber nochmal. Das ist der Grund, warum wir sie doch lieber schnell alle durchtesten. Boah! Achtung, er kommt jetzt hoch. Du kannst das Flugzeug runternehmen und wir gucken uns an, wie die Stangen am Ende stehen. Vielleicht ist das sicherer. Ja. Gut, mir bleibt nichts anderes übrig, als das mal softwaretechnisch zu untersuchen, ob eventuell diese Parameter nicht verwendet werden. Weil die Durchstarteparameter, die hat nicht jedes Flugzeug selbst. Sondern ich habe 5 Szenarien programmiert und die funktionieren eigentlich mit allen Flugzeugen, weil die Höhen angepasst werden. Außer dieses beim Schattenbahnhof bremsen, zack, wieder runterlassen. Da kann es sein, dass ich diese Reihenfolge der Stangen verzögern muss. Und das habe ich hier. Und ich gebe da was ein, aber es passiert nichts. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einmal mit Beluga. Ich mache kurz vorm Fenster einen Nothalt, wenn wir uns das trauen. Gut, dann kann sie runter und ich versuche das Last but not least noch mal einmal komplett simuliert, ohne Flugzeug. Und dann fertig. Ja, das war der Test von der Beluga, der erste, würde ich mal sagen. Wir werden sie noch ein bisschen fahren, also überhaupt die Fahrdynamik noch mal testen. Und dann den Zielort, das ist nämlich hinten die Lufthansa Technikhalle, wo sie eigentlich denn landen soll oder hinfahren soll nach der Landung. Das werden wir alles noch einrichten und dann kommt der feierliche, sozusagen echte Jungfernflug, wo er dann hier in den Dauerbetrieb übergehen wird. So, jetzt kommt die Taufe. Und es ist jedes Mal, wird die Feuerwehr spritzen oder nicht? Na? Ja.
Das kann man erwägen noch, dass wir versuchen, einen anderen, flacheren Pushbacker oder irgendwie zu ändern, dass er tatsächlich unterdurch fährt. Das haben wir auf die Schnelle nicht hinbekommen. Nein. Das war Weltklasse-Präzision. Wir sind das Wunderland, das sagt der Name schon an sich. Ein bisschen Freiheitsgrad ist erlaubt. Also machen wir es einfach. Haben wir uns jetzt entschlossen, wir missbrauchen so ein bisschen unsere Lufthansa-Technikfläche, nehmen das Vorfeld da zur Entladung, ist vielleicht Ausweichflughafen. Ich wohne direkt neben der Lufthansa-Technik, habe sie da noch nicht gesehen. Ich würde mich freuen, wenn ich sie mal sehe da. Wir arbeiten dran. Das heißt, es hat 8 Jahre gedauert, dass man uns doch dazu gebracht hat, unseren eigenen Traum zu erfüllen. Und da sind wir heute sehr glücklich drüber, gerade mit diesem tollen großen Flugzeug. Das war's für eine kurze Folge für Gerrits Tagebuch. Nächstes Mal geht's hoffentlich weiter mit der Formel 1. Tschüss! Try to catch me howling at the moon.